Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, wir leben wirklich in ganz verrückten Zeiten. In Zeiten des Internets, wo heutzutage wirklich einfach alles möglich ist, ja. Man denkt teilweise, wie kommen solche Kooperationen zustande? Wir leben in Zeiten, in denen ein Moneyboy das Werbegesicht für Kaufland ist. Und in denen Jeremy Fragrance Werbung für Aldi Brot macht. Frisches Brot. Backfrisch. Fragrance for everyone. Habe ich wirklich gedacht, ich habe alles gesehen und wir müssen in einer Simulation leben. Ansonsten ist das anders wirklich nicht zu erklären. Und was den Ganzen nochmal wirklich die Kirsche auf die Sahnetorte aufgesetzt hat, ja, was nochmal den Fehler in der Matrix hervorgehoben hat, vielleicht hat es der ein oder andere von euch gestern bereits schon mitbekommen. Wir leben wirklich in sehr verrückten Zeiten, wo ein Spieletrend wieder zurück zu Shakes and Fidget kehrt. Ja, ich denke mal, die meisten von euch werden es schon gestern gesehen haben. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, eine Legende ist wieder zurück am Start und startet wieder mit uns durch in der SF-Szene und ja, natürlich auch an der Stelle nochmal von mir aus herzlich willkommen zurück. Ja, Shakes and Fidget, eine Hassliebe. Man kann nicht mit, man kann nicht ohne. Ja, jeder, der mal ansatzweise irgendwie SF gespielt hat, der ja, wird früher oder später zurückkommen. Ich habe schon so, ich habe es tausendmal gesehen, ja, dass Leute aufgehört haben, wieder angefangen haben. Sei es nach Monaten oder sei es auch teilweise nach Jahren, ja, oder jetzt mittlerweile kann man ja schon fast sagen, nach einem Jahrzehnt oder so. Ne? Wenn Leute von damals angefangen haben, die werden heute wieder darauf aufmerksam. Also wirklich, jeder fängt früher oder später wieder mit dem Spiel an. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wenn jeder irgendwann wieder hier zurückfindet in das Game, warum sollte ich denn aufhören? Macht ja keinen Sinn. Ja, und deswegen, oh, hier habe ich noch den Werbeclip gesucht hier. Sehr nice. Ja, Spieletrend ist zurück. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf die folgenden Videos und was das so für die Zukunft, für die Szene auch alles bereithält. So, ne, ist natürlich eine Riesenbereicherung für die deutsche SF-Szene. Auch so im YouTube-Bereich natürlich, ne, weil auf Twitch ist es mittlerweile wirklich schon stark vertreten. Auf YouTube würde ich eher sagen, ist es weniger der Fall. Es gibt in der tschechischen und polnischen Community wirklich starken Zuwachs, was so die Communities dort für SF angeht. Die haben da sehr starken Zuspruch. In Deutschland hält sich das wirklich noch teilweise in Grenzen. In anderen Ländern ist das, finde ich persönlich auf YouTube tatsächlich krasser, aber mit dem guten alten Schilling ja, wird das Ganze nochmal ordentlich nach vorne getrieben und ja, ich habe mir gedacht, es ist nicht möglich, aber wir haben es 2023, das Jahr, wo wirklich, beziehungsweise ja, die Lebensabschnitt, keine Ahnung, wir leben wirklich in so einer komischen Zeit momentan gerade, wo wirklich alles möglich ist, so, ne? Wo sogar ein Spieletrend zurück in Shakes and Fidget kehrt. Ne? Und ja, was ist das denn? Ja, ich sag ja, wir leben in der Matrix. Was ist das denn hier? Maximum 601? Hä? Ach, wir sind über Stufe Level 600, aber, okay, ich glaube, wir haben nee, wir sind erst vom Durchschnitt her 567, also hoch, das Maximum ist 601. Irgendjemand hat das, irgendwie ist da was, eigentlich ist das Maximum bei 600. Irgendwas läuft da verkehrt. Keine Ahnung, irgendwie, das ist, also es sieht auf jeden Fall neu aus hier, diese rote Zahl war, glaube ich, sonst nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt da sehr gerne, natürlich, was soll ich da großartig zu sagen, ne? Jeder kennt den Channel, ihr könnt da natürlich sehr gerne bei Spieletrend vorbeischauen und natürlich gucken, was er so jetzt wieder treibt hier mit SF und es hat sich natürlich einiges auch getan in der Zwischenzeit und ich denke mal, es wird auch noch viel Neues dazukommen. Ich denke, es ist auch ein ganz guter Zeitpunkt für einen Beitritt, ein Comeback quasi, ja, gewählt, weil lange Zeit war ja Shakes and Fidget wirklich auch überhaupt nicht spielbar, beziehungsweise viele haben halt auch aufgehört, weil die Performance sehr miserabel war durch das neue Backend. Das hat sich ja jetzt weitestgehend eigentlich gelegt. Hier und da kommen natürlich noch mal ein paar kleine Ruckler oder so vor oder Verbindungsabbrüche sind noch relativ häufig. Aber so extrem wie früher war es nicht mehr, dass halt auch wirklich ein hoher Ping im Spiel selbst gewesen ist. Das hat man nicht mehr. Jetzt hat man quasi fast die Realtime-Interaktion wie
wie eigentlich vor dem Backend so, ne? Weil vorher hat dieses Hin- und Her-Switchen von diesen Items, da musste man ja eine halbe bis eine Sekunde teilweise warten, bis das Item hier auf diesem Slot gelandet ist. Daran hat man am besten den Delay, und damit meine ich nicht den Sänger, ja, den guten Jan. Ne, ich meine auch nicht Jan den Hämmerer, so jetzt verfangen wir uns hier schon wieder von Hundertste ins Tausendste. Ne? Und ja, schlussendlich habe ich vergessen, wo ich war und habe den Faden verloren, wie Wollknäuel spielende Katzen. Ja, perfekt. Dankeschön dafür. Ja, es ist viel dazugekommen. Wir haben es ja jetzt auch gerade das, Ei der Daus-Kumpel, Ei der Daus, der Nikolaus. Die Eiersuche ist am Start. Schaut täglich vorbei für neue Aufgaben. Ich hatte gestern das Ganze ja schon ein bisschen beleuchtet gehabt und ja, auf meinem Main-Account muss ich natürlich keine Pets mehr finden. Da hat man hier die Früchte, die man sammeln kann und horten kann, auch wenn man jetzt schon alles natürlich hier auf 4000 hat, alles gemaxt hat, kann man diese natürlich sammeln und dann halt eben zu Tränken umwandeln. Das geht natürlich auch. Deswegen, ja, also für mich ist es weniger interessant, das Ganze hier zu erreichen, aber für die Leute, die noch nicht alle Pets haben, dazu können wir mal sehr gerne auf W60 mal rüber switchen, da habe ich noch nicht alle Pets. Hier ist das Oster-Event natürlich sehr wichtig. Wir haben hier einmal den Upstock und einmal das Faramum. Ja, und wenn man die so erhalten, was mache ich denn hier? Wenn man die so erhalten will, dann muss man dafür natürlich einiges tun. Faramum, wo war der denn? Hier. Kann dir nur zu Halloween begegnen. Halloween erst im Oktober, dauert noch ein bisschen. So, was war das andere Pet? Das war der Affe hier. Das kann, glaube ich, auch variieren von den Pets her. Also man kann da auch Glück haben oder Pech haben mit den Pets. Zumindest war es letztes Jahr so. Kann den Herbsttagen begegnen. Also auch hier dauert das, bis wir, da ist die Challenge hier auf meinem Account hier schon längst vorbei. Ja, da ist der Bart schon ab, wahrscheinlich, ne? So wie es aussieht in Zukunft. Ne? Aber ja, hier kann man halt eben dafür sorgen, dass man sich 2 Pets schon vorher sichert. Werde ich auch definitiv tun auf dem Account. Trotzdem versuche ich das Beste hier auch rauszuholen. Trinke 10 Bier können wir zum Beispiel machen, besiege, das sind Aufgaben, die kriegt man, ja, ist doch gut, wir haben es verstanden. Außerdem sind das manchmal auch wirklich Aufgaben, die man nebenbei machen kann und ja, deswegen würde ich mal sagen, in den legendären Dungeon können wir mal ganz kurz mal reinschneiden. Wir regenerieren mal unser Leben. Also, ja, wir haben zwar noch ein bisschen was zu begleichen hier, aber ich werde hier auf meinem Main natürlich keine Runs mehr großartig machen. Das sind jetzt so nachher die letzten Runs, die ich hier machen werde und danach ist Ende im Gelände. Denn das, was mir der Leggy Dungeon hier im Nachhinein wirklich gegeben hat, das ist halt wirklich, der letzte Husten, sei mal. Oh, also da kann man wirklich nichts mit anfangen. Deswegen, ich spiele hier ganz gechillt noch meine Runs zu Ende. Für die Challenge, beziehungsweise jetzt für die Oster-Challenge jetzt, sag ich mal, ne, ist es natürlich, ja, kann man das natürlich auch easy machen so, 10 Gegner besiegen, vor allen Dingen, wenn man gerade im Anfangsstadium ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber ansonsten, sind das halt auch Aufgaben, die man relativ easy noch so nebenbei erledigen kann. Ich denke aber mal, dass es in Zukunft oder also die kommenden Tage noch ein bisschen mehr Pay-to-Win geht. Also letztes Jahr war es so, dass man teilweise wirklich, oh, das ist ja nice, dass man wirklich, ja, Pilze für irgendwas ausgeben muss, wofür man sonst nie Pilze ausgegeben hat. Und das ist natürlich eher weniger vom Vorteil so, ne? So, wir müssen mal schauen. Wir haben hier ja einen verringerten Monsterschaden, dafür habe ich aber auch hier einen ziemlich fetten Nachteil. Erhöht die Chance, okay, das war der Brocken, er erscheint Opferchen. Normalerweise Seele des Hasen ist sehr nice, ja, aber für unser jetziges Vorhaben gehen wir tatsächlich eher auf Konfrontation und deswegen würde ich auch mich für diese Rune entscheiden hier. Ist auch fein, also ist auch eine sehr gute Rune. Also von daher kann man das auf jeden Fall schon mal machen, nicht? So.
Und ich glaube, wir kommen sogar diesen Run noch durch. Mal schauen. Mal gucken, wie es aussieht. Mal schauen, was wir bekommen werden. Ne? Vielleicht bekommen wir jetzt ein anderes Item. Dann... Oh, ja, wir haben eigentlich schon relativ viele Schlüssel, ne? Aber wir versuchen mal zu fliehen. Okay, nice. Aber wir haben schon echt viele. Man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viele Schlüssel hat, dass sie nachher irgendwie gewastet werden oder so. Das kann auch gut und gerne mal passieren. Deswegen Empfehlung von Dr. Dorza, dass man wirklich gerade immer so viele Schlüssel auf der hohen Kante zu liegen hat, dass man wirklich gerade immer so One-Hit-Wonder sich holen kann im Shop. Vielleicht 1, 2 Schlüssel Reserve, das kann man gut und gerne mal machen. Aber ansonsten, ja, seht ihr schon, kommt man halt eben mit den Schlüsseln, die man halt hat, eigentlich schon relativ gut durch. Das war ein bisschen risky jetzt gerade, das anzunehmen, obwohl ich Full Life habe. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch durchrushen hier. Wir haben jetzt aber auch sehr, sehr, sehr viel Glück gerade hier mit den mit den Buffs, nicht? So, da hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich den Run hier heute noch beenden, aber wir sind tatsächlich sehr lucky. So, let's go. Dann nehmen wir noch die letzten Gegner mit hier. Zack, bam, dich nehmen wir auch noch mit. Können wir auch noch gut verknusen. Und ich bin gespannt, was wir jetzt für ein Item bekommen. Ja, also mir wurde ja auch gesagt, dass ich teilweise noch Items vom letzten Jahr in diesem Pool drin hatte, was ich euch erklärt habe, diesen Item-Pool, wo man halt bis zu 4 hat und dann muss man was anderes bekommen. Aber wenn man von allen Items schon 4 hat, dann ist halt, was danach kommt, random. So, das heißt, ich musste bei, wie viel hatte ich? 6 Mal? Ich glaube 3 Items oder so, ne? Oder 2, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube 3 Items hatte ich 6 Mal hintereinander. Da waren dann unter anderem auch die neuen Items dabei, die ich dann erst 4-mal bekommen musste. Und dann musste ich diese, und das fand ich eigentlich sehr unwahrscheinlich, diese nochmal 2-mal obendrauf bekommen, obwohl ich schon den Pool eigentlich gefüllt hatte. So, ne? Für Außenstehende hört sich das komplett verwirrend an jetzt gerade, aber ist so. Und das auf 3 verschiedenen Items, das hat für mich keinen Sinn gemacht. So, also so viel Pech kann man nicht haben, so habe ich mir gedacht. Und ja, deswegen... mal gucken, was wir jetzt bekommen. Ich bin selbst sehr gespannt. Also irgendwas muss da nicht hinhauen. Diesen Ring haben wir jetzt das 7. Mal bekommen. Eigentlich müsste, oder? Ich weiß es, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Guckt dazu gerne das Video von vor 2 Tagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Aber ich glaube, diesen Ring hatte ich schon 6 Mal. Das müsste jetzt, oder das war einer der Items, die ich nur 4 Mal oder so bekommen habe. Ja. Aber kann sein, dass das jetzt, dann wäre das jetzt, glaube ich, der 5. Ring oder der 7., je nachdem. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich gucke es uns nachher selbst noch mal kurz nach. Aber spätestens jetzt hätte ich mit einem anderen Item gerechnet. Also irgendwie muss da irgendwas nicht ganz hinhauen so. Ich hatte den Support auch mittlerweile schon geschrieben gehabt. Die haben auch gesagt, die haben sich das wohl schon... vor meinem Report quasi sind die darauf aufmerksam geworden, aber mehr habe ich da jetzt bisher auch noch nicht gehört tatsächlich. Ja, deswegen kann ich euch da jetzt weiterhin jetzt nicht großartig informieren, was da jetzt bei rausgekommen ist. So. Ein paar Leute in den Kommentaren haben geschrieben, ist so, bad luck. Andere haben geschrieben, okay, kann nicht sein. Ich stehe zwischen den Fronten, ja, und weiß nicht, wohin mit mir. Gut, Leute, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst natürlich sehr gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Viel Spaß bei der Eiersuche. Gute Erholung jetzt über die Feiertage. Ne? Und wir hören. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal.